Hast du dich jemals gefragt, ob es in unserer Vergangenheit tatsächlich Nephilim, Riesen und Titanen gegeben hat? Begleite uns heute auf der Suche nach Riesen. Gab es wirklich einst Riesen, Nephilim, Titanen und Giganten auf der Erde? Und was haben Archäologen entdeckt, das wir nicht wissen sollen? Was wäre, wenn dir gesagt wurde, dass Riesen nur Mythen sind, anstatt dass ihre Zeugnisse und ihre Überlieferungen aus verschiedensten Kulturen tatsächlich eine wahre Begegnung mit ihnen widerspiegeln? Dass die Bibel und andere historische Werke als auch Beweise nur der Fiktion entspringen, anstatt auf realen Ereignissen zu basieren. Doch warum sprechen dann die Beweise eine ganz andere Sprache? Von den biblischen Nephilim über die Titanen der griechischen Antike bis hin zu Knochenfunden, die nie erklärt wurden. In vergessenen Höhlen, geheimen Militärarchiven und verbotenen Chroniken liegen Antworten, die nie an die Öffentlichkeit gelangen sollten. Wissenschaftler schweigen. Regierungen dementieren. Und doch gibt es Fotos, Aufzeichnungen und Ausgrabungen, die man nicht mehr verbergen kann. Heute lüften wir den Schleier. Alle Arten von Riesen. Archäologisch, mythologisch und historisch. Beweise, die uns zwingen, unsere Geschichte neu zu schreiben. Und die Frage ist nicht mehr, ob sie real waren, sondern warum wird ihre Geschichte bis heute unterdrückt? Bleib bis zum Ende dran, denn was du gleich siehst, wird dich alles hinterfragen lassen, was du je über unsere Vergangenheit geglaubt hast. Und enthüllt vielleicht, warum sie wollen, dass du dieses Video nie zu Ende schaust. Die Faszination für Riesen und ihre Überlieferungen. Die Vorstellung von Riesen hat die Menschheit seit Jahrtausenden fasziniert. In den Mythen und Legenden verschiedener Kulturen begegnen uns diese mächtigen Wesen, die oft als übermenschliche Gestalten mit außergewöhnlichen Fähigkeiten beschrieben werden. Die Erzählungen über Riesen sind nicht nur in religiösen Texten zu finden, sondern ziehen sich auch durch die Folklore, Literatur und Kunst und werfen durch immer wieder neu entdeckte archäologische Funde Fragen auf, die die wissenschaftliche Welt nicht mehr wegerklären kann. Diese Figuren sind mehr als nur mythologische Konstrukte, sie spiegeln die Ängste, Hoffnungen und Weltanschauungen der Gesellschaften wider, die sie hervorgebracht haben. Die biblischen Nephilim sind vielleicht die bekanntesten Vertreter dieser Gattung. Im Alten Testament werden sie als Riesen beschrieben, die von den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen abstammen. Diese Überlieferungen geben einen Einblick in die kulturellen Vorstellungen von Macht und göttlichem Einfluss. In den Schriften des Koran finden sich ähnliche Figuren, die darauf hindeuten, dass die Idee von übermenschlichen Wesen, die mit den Menschen interagieren, in vielen Kulturen präsent ist. Diese Geschichten bieten nicht nur spirituelle Lehren, sondern auch eine Verbindung zu einem möglichen gemeinsamen Ursprung, der über kulturelle und geografische Grenzen hinwegreicht. Darüber hinaus gibt es in der griechischen Mythologie die Titanen, gewaltige Wesen, die gegen die Götter des Olymp kämpften. Diese Geschichten reflektieren nicht nur die Kämpfe um Macht und Herrschaft, sondern auch das Streben der Menschheit, ihre eigenen Grenzen zu überschreiten und das Unbekannte zu ergründen.
In der nordischen Mythologie finden wir die Jötun, die als Riesen beschrieben werden und die mit den Göttern in einem ständigen Konflikt stehen. Diese Konflikte zwischen Göttern und Riesen sind häufige Motive, die die Dualität von Schöpfung und Zerstörung darstellen. Die Verbindung zwischen Mythen und archäologischen Funden hat die Debatte über die Existenz von Riesen und deren Einfluss auf die menschliche Zivilisation neu entfacht. Die Suche nach Beweisen für das, was einst als reine Mythologie betrachtet wurde, hat zahlreiche Forscher und Historiker dazu angeregt, alte Texte und Überlieferungen zu untersuchen. Einige Wissenschaftler bringen dabei auch die Theorien der Präastronautik ins Spiel, die besagen, dass außerirdische Wesen möglicherweise in die Entstehung dieser Mythen involviert waren. Diese Perspektive eröffnet eine neue Dimension des Verständnisses über die Ursprünge von Riesen und deren kulturelle Bedeutung. Biblische und religiöse Quellen. Die biblischen Überlieferungen sind eine der bekanntesten Quellen, die von der Existenz von Riesen berichten. Besonders die Figur der Nephilim hat in der religiösen Literatur großes Interesse geweckt. Im Buch Genesis wird beschrieben, dass die Söhne Gottes, oft als Engel oder gefallene Engel interpretiert, sich mit den Töchtern der Menschen verbanden und Nachkommen zeugten, die als Nephilim bekannt wurden. Diese Wesen werden als Riesen beschrieben und sollen große Macht und Größe besessen haben. In Genesis Kapitel 6, die Verse 1-4 heißt es: Und es geschah, als die Menschen sich zu vermehren begannen auf der Erde und Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich Frauen von allen, die sie erwählten. Und der Herr sprach: Mein Geist soll nicht ewiglich im Menschen bleiben, denn er ist Fleisch, doch sollen seine Tage 120 Jahre sein. Es waren Riesen auf der Erde in jenen Tagen, und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die aus Alters her waren, die berühmten Männer. Namen wie Zeus, Odin, Kukulkan oder Vishnu oder auch die Anunnaki zählten zu diesen gefallenen Wesen, die einst im himmlischen Reich als Engel über die Erde wachen sollten. Die Nephilim wurden oft als Ursache für das Böse auf der Erde gesehen, und ihre Existenz soll mit dem großen Gericht Gottes, der Sintflut, in Verbindung stehen. Sie symbolisieren die Hybris und den Abfall von der göttlichen Ordnung, was zu ihrer Zerstörung führte. Dies hat zahlreiche theologischen und wissenschaftlichen Diskussionen über die Natur dieser Wesen ausgelöst, einschließlich der Frage, ob sie tatsächlich historische Figuren oder rein mythologische Entitäten sind. Zusätzlich zu den biblischen Überlieferungen finden sich ähnliche Berichte über Riesen auch im Koran, wo die Figuren von mächtigen und übernatürlichen Wesen beschrieben werden. Im Koran gibt es Passagen, die von großen Menschen und Göttern sprechen, was die Vorstellung von übermenschlichen Wesen in der islamischen Tradition unterstreicht. Diese Ähnlichkeiten deuten darauf hin, dass die Konzepte von Riesen und göttlichen Wesen in verschiedenen Kulturen eine gemeinsame Grundlage haben könnten. Neben archäologischen Funden gibt es auch zahlreiche historische Berichte, die die Existenz von Riesen dokumentieren. Viele Kulturen haben Schriften hinterlassen, in denen von großen Wesen die Rede ist, die als Kämpfer, Götter oder sogar als Gefährten der Menschen beschrieben werden. Diese Berichte sind oft mythologischer Natur, aber sie bieten Einblicke in die kollektiven Ängste, Hoffnungen und Glaubenssysteme der jeweiligen Gesellschaft. Ein Beispiel für einen solchen Bericht findet sich in den Schriften des römischen Historikers Plinius des Älteren. Er berichtete von den Giganten, die in der Antike in verschiedenen Teilen der Welt lebten und oft in den Legenden der Völker erwähnt wurden. Plinius erwähnte auch große Skelette, die er gesehen hatte, und bot eine frühe Perspektive auf die Überlieferung von Riesen.
Die alten Ägypter hatten ebenfalls viele Mythen über große Wesen, die als Götter angesehen wurden. Im Papyrus von Ani wird auf verschiedene Götter verwiesen, die oft als übermenschlich groß und mächtig beschrieben werden. Diese Beschreibungen deuten darauf hin, dass die Vorstellung von Riesen in den religiösen und kulturellen Praktiken der alten Ägypter tief verwurzelt war. Auf die Erwähnung der Nephilim in der Bibel folgt eine Diskussion über deren Bedeutung in der jüdischen und christlichen Tradition. Diese Wesen werden oft als Symbol für die Hybris der Menschheit dargestellt, die durch den Einfluss der Nephilim in den Ruin geführt wurde. In den Buch der Jubiläen und dem Buch Henoch werden die Nephilim als Riesen beschrieben, die großen Schaden in der Welt anrichteten. Es wird berichtet, dass sie den Menschen nicht nur physisch überlegen waren, sondern auch in der Lage, übernatürliche Kräfte zu nutzen, um Chaos und Zerstörung zu verbreiten. Zusätzlich zu den biblischen Berichten finden sich in den Überlieferungen der mesopotamischen Kulturen wie den Sumerern und Babyloniern Hinweise auf ähnliche große Wesen. In den sumerischen Epen, wie dem Epic of Gilgamesch, wird Gilgamesch als 2/3 Gott und 1/3 Mensch dargestellt. Seine Stärke und Größe sind legendär, was die Vorstellung unterstützt, dass es in der Antike viele Geschichten über übergroße Menschen gab, die von den Göttern abstammten oder zumindest in engem Kontakt mit ihnen standen. Im antiken Griechenland wird in den Schriften von Herodot und anderen Historikern ebenfalls auf große Menschen verwiesen. Herodot, bekannt als der Vater der Geschichte, berichtete von Völkern, die überdurchschnittlich groß waren und sogar von Riesen. Diese Berichte könnten zwar übertrieben sein, zeigen jedoch, dass die Vorstellung von Riesen in der antiken Welt weit verbreitet war. In der Kultur der nordischen Völker wurden Riesen als Jötun bezeichnet. Diese Wesen waren oft die Feinde der Götter und wurden in vielen Mythen und Legenden als mächtige Kreaturen beschrieben, die über außergewöhnliche Kräfte verfügten. Die Edda, eine Sammlung von alten skandinavischen Texten, enthält zahlreiche Geschichten über diese Riesen, die die Vorstellung von übernatürlichen, übergroßen Wesen in der nordischen Mythologie weiter stärken. Diese Erzählungen zeugen von einer tief verwurzelten Angst und Ehrfurcht gegenüber diesen Kreaturen, die in der Lage waren, die Welt der Götter und Menschen in Chaos zu stürzen. Doch wollen wir die Nephilim einmal genauer betrachten, die Riesen der Bibel. Die Nephilim sind wahrscheinlich die bekanntesten Riesen in der westlichen Kultur und spielen eine zentrale Rolle in der biblischen Geschichte. Laut dem Buch Genesis wurden die Nephilim als Nachkommen der Söhne Gottes und der Töchter der Menschen beschrieben. Diese Wesen werden als Riesen charakterisiert, und ihre Existenz wird oft mit der Vorstellung von Korruption und göttlicher Strafe verknüpft. Die Bibel beschreibt, dass die Nephilim die Erde mit Gewalt und Sünde überzogen, was letztendlich zur Sintflut führte, die von Gott geschickt wurde, um die Erde zu reinigen. Die Erzählung von den Nephilim hat nicht nur religiöse, sondern auch kulturelle und literarische Auswirkungen. Autoren und Forscher haben über die Jahrhunderte hinweg versucht, die Identität und Herkunft dieser Wesen zu entschlüsseln. Einige glauben, dass die Nephilim als ein Symbol für die Hybris der Menschheit dienen, während andere ihre Rolle als göttliche Krieger oder Lehrer interpretieren, die den Menschen eine wertvolle, aber gefährliche Macht verleihen. Diese dualistische Perspektive spiegelt sich in verschiedenen religiösen Traditionen wider, in denen Riesen oft als eine Bedrohung, aber auch als Träger von tiefem Wissen dargestellt werden. Die Nephilim sind eine der faszinierendsten und kontroversesten Figuren der biblischen Überlieferungen und haben die Fantasie und den Glauben vieler Generationen geprägt. Ursprünge und Interpretationen. Die Identität der Söhne Gottes ist Gegenstand zahlreicher theologischer und historischer Debatten. Eine gängige Interpretation sieht sie als gefallene Engel, die sich gegen den göttlichen Plan auflehnten und mit menschlichen Frauen Nachkommen zeugten, was zur Geburt der Nephilim führte.
Diese Interpretation wird durch apokryphe Schriften wie das Buch Henoch unterstützt, das die Söhne Gottes als Engel beschreibt, die vom Himmel herabstiegen und den Menschen geheime Weisheiten beibrachten. Im Buch Henoch werden diese Engel als Wächter bezeichnet und ihr Bündnis mit den Menschen als ein Schritt beschrieben, der gegen die göttliche Ordnung verstieß. Die Nephilim selbst werden in den biblischen Texten und späteren Überlieferungen als Riesen von außergewöhnlicher Stärke und Größe dargestellt, die sich durch ihre Fähigkeiten und ihren kriegerischen Charakter auszeichneten. Der Name Nephilim wird oft mit »die Gefallenen« oder »die Stürzenden« übersetzt, was auf ihren rebellischen Ursprung hinweisen könnte. Religiöse und historische Kontexte. Die Erwähnung der Nephilim hat weitreichende theologische Konsequenzen. Ihre Präsenz wird als ein Symbol der Verderbtheit gedeutet, das zur Sintflut führte, ein göttliches Ereignis, das als Strafe für die Sünde und den moralischen Verfall der Menschheit galt. Die Sintflut wird in der Bibel als Akt der Reinigung beschrieben, der die Erde von der Korruption der Nephilim befreien sollte. Diese Interpretation zeigt, wie die Nephilim als Verkörperung von Macht, Hybris und göttlicher Strafe dienen. Darüber hinaus gibt es Hinweise auf die Nephilim in anderen Teilen der Bibel, wie im Buch Numeri, Kapitel 13, Vers 33. Hier berichten Kundschafter des Volkes Israel, dass sie in Kanaan auf Nachfahren der Nephilim stießen und sich wie Heuschrecken im Vergleich zu deren Größe fühlten. Dies unterstreicht nicht nur die körperliche Überlegenheit der Nephilim, sondern auch die Furcht und Ehrfurcht, die sie bei den Menschen auslösten. Kulturelle und literarische Einflüsse. Die Nephilim haben nicht nur religiöse, sondern auch literarische und kulturelle Einflüsse hinterlassen. In der Kunst und Literatur der westlichen Welt werden sie oft als Symbole für übermenschliche Stärke und moralische Ambivalenz dargestellt. Autoren wie John Milton in Paradise Lost und zeitgenössische Schriftsteller haben die Geschichte der Nephilim genutzt, um Themen wie Machtmissbrauch, göttliche Strafe und das Streben nach Wissen zu erkunden. In der modernen Popkultur finden die Nephilim in Büchern, Filmen und Videospielen wiederholt Erwähnung und werden häufig als mystische, hybride Wesen dargestellt, die zwischen der Welt der Engel und der Menschen stehen. Alternative Theorien und wissenschaftliche Betrachtungen. Die Existenz der Nephilim wird von einigen Historikern und Forschern auch mit archäologischen Funden in Verbindung gebracht, insbesondere Berichten über riesenhafte Skelette und Strukturen in verschiedenen Teilen der Welt. Einige Theorien besagen, dass die Nephilim möglicherweise mit einer untergegangenen Zivilisation oder genetischen Abweichungen in der Frühgeschichte der Menschheit in Verbindung stehen könnten. Diese Überlegungen sind jedoch umstritten, da viele Berichte entweder als Fälschungen entlarvt wurden oder auf mangelnde wissenschaftliche Beweise stoßen. Es gibt auch theologische Strömungen, die die Nephilim als Metapher interpretieren. In diesen Ansätzen stehen die Nephilim für die Verführung und die Gefahr der Vermischung göttlicher und menschlicher Einflüsse. Diese symbolische Lesart legt nahe, dass die Geschichten über die Nephilim eher moralische und spirituelle Lehren vermitteln sollen, anstatt als historische Berichte verstanden zu werden. Die Rolle in anderen religiösen Traditionen. Die Vorstellung von Riesen oder ähnlichen Wesen existiert nicht nur im jüdisch-christlichen Kontext, sondern findet sich auch in anderen Kulturen und Religionen. In der griechischen Mythologie beispielsweise gibt es die Titanen, die Riesen und Vorfahren der Götter, die ebenfalls für ihre immense Größe und Kraft bekannt waren. Diese Parallelen zeigen, dass die Erzählungen über mächtige, überdimensionale Wesen ein universelles Motiv darstellen, das tief in der menschlichen Vorstellungskraft verankert ist. Die Geschichte der Nephilim vereint religiöse Erzählungen, mystische Spekulationen und wissenschaftliche Debatten. Ihre Rolle als Bindeglied zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen, als Symbole für die Macht und die Versuchung, stellt eine der tiefgründigsten und umstrittensten Geschichten in der Bibel dar.
Die Nephilim bleiben ein Beispiel dafür, wie Mythologie und Geschichte oft miteinander verschmelzen, um die Grenzen zwischen Realität und Legende zu verwischen. Die Titanen, Götter und Riesen der griechischen Mythologie. In der griechischen Mythologie finden wir die Titanen, eine Gruppe von mächtigen Wesen, die vor den Göttern des Olymp herrschten. Diese Riesen sind oft mit natürlichen Phänomenen und den Elementen verbunden und repräsentieren die Urkräfte der Schöpfung. Der Konflikt zwischen den Titanen und den olympischen Göttern, bekannt als der Titanomachie, ist ein zentrales Element der griechischen Mythologie. Diese Schlacht symbolisiert den Übergang von einer alten, chaotischen Ordnung zu einer neuen, göttlichen Ordnung. Die Titanen waren nicht nur physisch beeindruckend, sondern auch von großem Wissen und Macht geprägt. Ihre Geschichten erzählen von den Herausforderungen, die sie den Göttern stellten, und den Lektionen, die daraus für die Menschheit abgeleitet werden können. Der Titan Prometheus, der den Menschen das Feuer brachte, ist ein Beispiel für diese komplexe Beziehung zwischen Riesen und der menschlichen Zivilisation. Während er als eine Art Held dargestellt wird, der den Menschen Fortschritt bringt, zieht er auch den Zorn der Götter auf sich, was die ambivalente Natur von Wissen und Macht betont. Die Titanen sind zentrale Figuren in der griechischen Mythologie und gelten als eine der ältesten und mächtigsten Generationen von Gottheiten. Sie waren die Kinder des Uranus, Himmel, und der Gaia, Erde, und repräsentierten die Urkräfte der Natur und der Schöpfung. Die Anzahl der Titanen variierte je nach Quelle, aber die am häufigsten genannten sind 12, 6 männliche und 6 weibliche Titanen, darunter Kronos, Okeanos, Hyperion, Koios, Kreios und Iapetos, sowie die Titaninnen Theia, Rhea, Themis, Mnemosyne, Phoebe und Tethys. Diese mächtigen Wesen verkörperten verschiedene Aspekte der Welt und des Universums und standen für Elemente wie das Meer, die Sonne, die Zeit und die Fruchtbarkeit. Der Ursprung und die Macht der Titanen. Die Titanen waren nicht nur in ihrer Erscheinung imposant, sondern auch in ihren Fähigkeiten und ihrer Bedeutung. Sie waren die Personifikationen der Urmächte, und viele von ihnen hatten bestimmte Rollen und Domänen. Hyperion zum Beispiel war mit dem Licht der Sonne verbunden, während Okeanos als die Urquelle aller Gewässer galt. Die Titanen symbolisierten die Kräfte, die das Leben und die Natur selbst bestimmten, und wurden daher sowohl gefürchtet als auch verehrt. Die Titanomachie, der Kampf um die Herrschaft. Der Titanomachie, die epische Schlacht zwischen den Titanen und den olympischen Göttern, ist eines der wichtigsten Ereignisse der griechischen Mythologie. Unter der Führung von Kronos, dem jüngsten und mächtigsten der Titanen, regierten diese mächtigen Wesen die Welt in einem goldenen Zeitalter. Doch Kronos' Herrschaft war geprägt von Paranoia, insbesondere nachdem ihm prophezeit wurde, dass eines seiner Kinder ihn stürzen würde, wie er es einst mit seinem Vater Uranos getan hatte. Um dies zu verhindern, verschlang Kronos alle seine Nachkommen, die er mit seiner Schwester und Gemahlin Rhea zeugte. Rhea, erschüttert über den Verlust ihrer Kinder, entschloss sich, ihren jüngsten Sohn, Zeus, zu retten. Sie versteckte ihn auf der Insel Kreta, wo er von Nymphen aufgezogen wurde. Als Zeus heranwuchs, stellte er sich Kronos entgegen, befreite seine verschlungenen Geschwister, Poseidon, Hades, Hera, Demeter und Hestia, und begann den Titanomachie, den Krieg zwischen den jungen olympischen Göttern und den Titanen. Unterstützt von den Hekatoncheiren, 100-armigen Riesen, und den Kyklopen, die er aus der Unterwelt befreit hatte, führte Zeus einen 10 Jahre andauernden Kampf, der schließlich zur Niederlage der Titanen führte. Die besiegten Titanen wurden von Zeus in den Tartaros, den tiefsten Teil der Unterwelt, verbannt. Prometheus und die Rolle der Titanen für die Menschheit. Nicht alle Titanen standen jedoch gegen die olympischen Götter. Prometheus, der für seine Weisheit und List bekannt war,
stellte sich auf die Seite von Zeus und unterstützte ihn im Kampf gegen Kronos. Doch Prometheus' bekannteste Geschichte ist seine Beziehung zur Menschheit. Er formte die Menschen aus Lehm und verlieh ihnen das Feuer, das er heimlich von den Göttern stahl. Dieser Akt des Ungehorsams machte ihn zum Kulturhelden, da das Feuer als Symbol für Wissen, Technologie und Fortschritt galt. Doch sein Verrat zog den Zorn von Zeus auf sich, der Prometheus zur Strafe an einen Felsen ketten ließ, wo ein Adler jeden Tag seine Leber fraß, die sich über Nacht wieder regenerierte. Prometheus wurde später von Herakles befreit, was seine Geschichte zu einer symbolischen Darstellung des Leidens und der Erlösung machte. Weitere Titanen und ihre Geschichten. Während Kronos und Prometheus zu den bekanntesten Titanen gehören, hatten auch die anderen bedeutende Rollen in der Mythologie. Themis, die Göttin der Gerechtigkeit und Ordnung, wurde nach der Titanomachie eine der Beraterinnen von Zeus und galt als Hüterin der göttlichen Gesetze. Mnemosyne, die Göttin der Erinnerung, war die Mutter der 9 Musen, die die Kunst und Wissenschaft inspirierten. Diese weiblichen Titanen zeigten, dass die Macht und der Einfluss der Titanen nicht nur in ihrer physischen Stärke, sondern auch in ihren spirituellen und intellektuellen Fähigkeiten lag. Okeanos und seine Frau Tethys regierten die urzeitlichen Meere und galten als die Eltern vieler Flüsse und der Okeaniden, die Nymphen des Meeres. Ihr Reich erstreckte sich über die Grenze der bekannten Welt hinaus und symbolisierte die unermessliche und ungezähmte Natur des Wassers. Hyperion, der Vater von Helios, Sonne, Selene, Mond und Eos, Morgenröte, war für das Licht verantwortlich, das den Himmel erleuchtete. Seine Nachkommen symbolisierten den Tagesablauf und den Rhythmus der Zeit. Der symbolische Übergang zur neuen Ordnung. Die Titanomachie und der Sturz der Titanen markieren einen wichtigen symbolischen Wandel in der griechischen Mythologie. Sie stehen für den Übergang von einer urzeitlichen, chaotischen Ordnung, in der die ursprünglichen Kräfte ungebändigt herrschten, zu einer neuen Ära der Götter des Olymp, die mit Gesetzen, Ordnung und Zivilisation assoziiert wurden. Diese Erzählung spiegelt die menschliche Sehnsucht nach Kontrolle und Struktur wider und zeigt, wie Mythen die kosmischen Kämpfe zwischen Wildheit und Zivilisation widerspiegeln. Die Titanen waren mehr als nur physische Riesen, sie verkörperten die Grundkräfte des Universums und spielten eine zentrale Rolle in der Schöpfung und dem Aufbau der Welt. Ihre Geschichten lehren uns von Machtkämpfen, dem Preis des Wissens und der ständigen Suche nach Ordnung in einer von Konflikten geprägten Welt. Der Aufstieg der olympischen Götter über die Titanen zeigt, wie in der griechischen Mythologie das Neue das Alte ablöst und spiegelt den ewigen Zyklus von Macht, Rebellion und Erneuerung wider, der sich in der menschlichen Geschichte wiederholt. Die Jötun, die Riesen der nordischen Mythologie. In der nordischen Mythologie sind die Jötun, auch als Jötun oder Riesen bekannt, ebenfalls eine bedeutende Gruppe übernatürlicher Wesen. Diese Riesen sind oft die Antagonisten der Götter und stehen für die chaotischen Kräfte der Natur. Die Jötun sind nicht nur große, körperlich beeindruckende Wesen, sondern auch komplexe Charaktere mit eigenen Motivationen und Eigenschaften. In den Geschichten werden sie häufig als weise, aber auch als bedrohlich dargestellt, was den ständigen Konflikt zwischen Ordnung, repräsentiert durch die Götter, und Chaos, repräsentiert durch die Jötun, verdeutlicht. Die nordische Mythologie erzählt von der Schöpfung der Welt aus dem Körper des ersten Jötun, Ymir. Diese Erzählung stellt die Jötun nicht nur als Feinde der Götter dar, sondern auch als grundlegende Bausteine des Universums. Die Kämpfe zwischen Göttern und Riesen sind nicht nur physische Auseinandersetzungen, sondern auch Kämpfe um die Herrschaft über die Schöpfung. Diese Mythologie gibt den Jötun eine zentrale Rolle in der Kosmologie der nordischen Kultur und spiegelt die existenziellen Fragen über das Leben, die Schöpfung und die letztendliche Zerstörung wider.
Im Gegensatz zu den griechischen Titanen oder den biblischen Nephilim sind die Jötun nicht nur Verkörperungen von reiner Zerstörung oder Chaos, sondern haben eine vielschichtige Natur, die Weisheit, Magie und Stärke umfasst. Ihre Existenz stellt eine essentielle Kraft in der Kosmologie der nordischen Mythologie dar, die das Spannungsverhältnis zwischen Ordnung und Chaos symbolisiert. Die Ursprünge der Jötun und die Schöpfung der Welt. In der nordischen Schöpfungsgeschichte entspringen die Jötun aus dem Urriesen Ymir, dem ersten lebenden Wesen, das aus dem Zusammenfluss von Feuer aus Muspelheim und Eis aus Niflheim entstand. Ymir selbst war eine chaotische und schöpferische Kraft, aus dessen Körper die Götter, die Aesir, angeführt von Odin, die Welt formten. Der Körper Ymirs wurde in einer epischen Urzeitschlacht geopfert. Sein Fleisch wurde zu Erde, sein Blut zu Meeren, seine Knochen zu Bergen und sein Schädel zum Himmel. Diese grundlegende Verbindung zwischen den Jötun und der Welt zeigt, dass sie nicht nur Feinde, sondern auch Ursprung und Bestandteile der Schöpfung sind. Die verschiedenen Arten der Jötun. Die Jötun waren vielfältig und unterschieden sich sowohl in ihrem Aussehen als auch in ihren Eigenschaften. Während einige Geschichten sie als ungeheure gewaltige Wesen mit monströsem Aussehen darstellen, gibt es auch Darstellungen von Jötun, die äußerlich kaum von den Göttern oder Menschen zu unterscheiden sind. Skadi, eine bekannte weibliche Jötun, wird oft als beeindruckend schön und mutig beschrieben. Sie ist die Göttin des Winters und der Jagd und zeigt, dass die Jötun nicht nur Zerstörung, sondern auch natürliche Phänomene und Jahreszeiten repräsentieren. Wechselseitige Beziehungen und Verbindungen zu den Göttern. Die Beziehung zwischen den Jötun und den Göttern der nordischen Mythologie ist komplex und ambivalent. Obwohl sie häufig als Gegner der Aesir auftreten, gibt es zahlreiche Verbindungen und sogar Verwandtschaften zwischen beiden Gruppen. Loki, der Listenreiche, ist ein besonders bekanntes Beispiel. Er wird als Sohn eines Jötun beschrieben, ist jedoch eng mit den Aesir verbunden und hat sowohl hilfreiche als auch zerstörerische Rollen innerhalb der Göttergemeinschaft. Seine Doppelnatur symbolisiert das fließende Verhältnis zwischen Ordnung und Chaos, und seine Geschichten sind Beispiele dafür, wie die Jötun tief in die Schicksale der Götter eingebunden sind. Thrym, ein weiterer prominenter Jötun, zeigt das Feindbild dieser Wesen gegenüber den Göttern. In der Geschichte von Thrymskvida, einem Teil der Edda, stiehlt Thrym den Hammer Thors, Mjölnir, und verlangt die Göttin Freyja als Braut im Austausch für die Rückgabe des Hammers. Diese Erzählung endet mit Thor, der verkleidet als Freyja den Hammer zurückgewinnt und die Jötun besiegt, was den ständigen Konflikt zwischen Macht und List verdeutlicht. Die Jötun als Träger von Wissen und Weisheit. Obwohl die Jötun oft als Feinde der Ordnung erscheinen, besitzen viele von ihnen tiefe Weisheit und übernatürliche Kenntnisse. Mimir, der als weiser Jötun bekannt ist, hütete den Brunnen der Weisheit, aus dem Odin trank, um Wissen zu erlangen. Dies zeigt, dass die Jötun auch als Hüter kosmischer Wahrheiten angesehen werden und dass die Götter gezwungen waren, ihre Macht und ihr Wissen zu erlangen, indem sie mit ihnen interagierten. Diese Darstellung verdeutlicht die Dualität der Jötun. Sie sind nicht nur Kräfte des Chaos, sondern auch Quellen von Wissen, die für den Fortbestand und das Verständnis der Welt notwendig sind. Jötunheim, das Reich der Riesen. Der Wohnort der Jötun, Jötunheim, ist ein wilder, ungezähmter Ort, der außerhalb der geregelten Ordnung der Götterwelt Asgard liegt. Es ist ein Land voller mächtiger Naturkräfte, mit stürmischen Winden, eisigen Bergen und dunklen Wäldern. Jötunheim symbolisiert die unbekannten und chaotischen Elemente der Natur und der Welt. Während die Aesir für Ordnung, Zivilisation und Stabilität stehen, verkörpern die Jötun die Kräfte, die außerhalb dieser Ordnung liegen, das Ungezähmte und Unerforschte. Ragnarök, der letzte Kampf zwischen Göttern und Jötun.
Der letzte und endgültige Kampf zwischen den Göttern und den Jötun ist der Ragnarök, das apokalyptische Ereignis in der nordischen Mythologie. Während dieser Schlacht kämpfen die Götter gegen die Jötun, und viele von beiden Seiten finden den Tod. Surd, ein Feuer-Jötun, spielt eine entscheidende Rolle in Ragnarök, indem er die Welt mit seinen Flammen zerstört und damit das Ende der alten Welt einleitet. Dies führt jedoch auch zu einer Wiedergeburt und einer neuen Welt, was den Zyklus von Zerstörung und Erneuerung in der nordischen Kosmologie verdeutlicht. Der Ragnarök zeigt, dass die Jötun nicht nur Antagonisten sind, sondern auch unverzichtbare Akteure im Schicksal der Welt. Die Rolle der Jötun in der nordischen Mythologie. Die Jötun sind weit mehr als bloße Antagonisten. Sie repräsentieren die dualistischen Kräfte der Schöpfung und Zerstörung, Weisheit und Wildheit. Ihre Geschichten und ihr Erbe sind ein integraler Bestandteil der nordischen Mythen, die zeigen, wie eng verbunden Chaos und Ordnung, Wissen und Macht, Feindschaft und notwendige Zusammenarbeit in dieser mythischen Welt sind. Ihre Erzählungen lehren uns, dass das Chaos nicht nur bedrohlich ist, sondern auch als Quelle von Stärke und Erneuerung dient, und dass der Kampf zwischen Ordnung und Wildheit das Gleichgewicht der Welt sicherstellt. Riesen in anderen Kulturen. Die Geschichten über Riesen sind nicht auf die westliche oder nordische Mythologie beschränkt. In der indigenen Folklore Nordamerikas gibt es viele Berichte über große Menschen oder Riesen, die oft als Vorfahren oder Beschützer der Natur angesehen werden. In den Legenden der Sioux beispielsweise gibt es Erzählungen über einen riesigen Menschen, der den Menschen half und die Erde schützte. Ähnliche Geschichten sind bei den Algonquin und Irokesen zu finden, die von großen Wesen berichten, die in der Vergangenheit lebten und eine wichtige Rolle im Überleben der Menschheit spielten. In den Kulturen der Mesoamerikaner, wie den Maya und Azteken, finden sich ebenfalls Geschichten über große, mächtige Wesen, die in der Schöpfung und dem kulturellen Gedächtnis dieser Zivilisationen eine Rolle spielten. Die Götter dieser Kulturen wurden oft als größer als das Leben selbst dargestellt und besaßen übernatürliche Kräfte. Diese Riesen waren nicht nur für die Schöpfung verantwortlich, sondern auch für die Zerstörung von Zivilisationen, was die Dualität von Schöpfung und Zerstörung betont, die in den Geschichten vieler Kulturen zu finden ist. Die Erzählungen über Riesen sind tief in den Mythen und der Folklore vieler Kulturen auf der ganzen Welt verwurzelt, und ihre Bedeutung reicht weit über die bekannten Geschichten der westlichen und nordischen Traditionen hinaus. Riesen in der indigenen Folklore Nordamerikas. Die Ureinwohner Nordamerikas haben eine reiche Tradition mündlicher Überlieferungen, die von großen, mächtigen Wesen erzählen. Diese Riesen wurden häufig nicht nur als einfache Bedrohungen dargestellt, sondern als komplexe Wesen mit einer tiefen Verbindung zur Erde und ihrer Natur. Zum Beispiel berichten die Sioux-Legenden von einem gigantischen Wesen namens Unktehi, das als Wassergeist und als mächtiger Schutzgeist der Natur auftritt. Diese Riesen wurden oft als Wächter der Landschaft betrachtet, die in Zeiten großer Not den Menschen beistanden oder sie schützten. In einer Legende tritt ein Riese auf, um die Sioux vor einer drohenden Gefahr zu bewahren, was zeigt, dass diese Wesen sowohl Beschützer als auch Richter sein konnten. Andere indigene Gruppen wie die Algonquin und die Irokesen haben ebenfalls Erzählungen über riesenhafte Wesen. In den Mythen der Algonquin existiert eine Geschichte von Wendigo, einem riesigen und furchterregenden Wesen, das mit Hunger und Kälte in Verbindung gebracht wird. Obwohl Wendigo als bedrohlich gilt, symbolisiert er auch die Warnung vor übermäßigem Verlangen und Gier. Für die Irokesen gibt es Legenden über die Stone Giants oder Atahensik, riesenhafte Wesen, die in uralten Zeiten existierten und über eine immense Stärke verfügten. Sie sind oft mit der Schöpfung und der Bewahrung des Gleichgewichts der Welt verbunden, was zeigt, dass Riesen in diesen Traditionen nicht nur Antagonisten sind, sondern auch eine tiefere Bedeutung als Hüter und Symbol der Naturkräfte tragen.
Mesoamerikanische Vorstellungen von Riesen. Auch in den Kulturen der Maya und Azteken gibt es Geschichten über große, mächtige Wesen, die mit der Schöpfung und den Göttern verbunden sind. In den Schöpfungsmythen der Maya ist die Rede von einer Zeit vor der heutigen Welt, in der es gigantische Wesen gab, die versuchten, die Welt zu formen und zu gestalten. Diese Riesen standen in enger Verbindung zu den Göttern und der kosmischen Ordnung und wurden manchmal als Helfer der Götter dargestellt, die die Welt in den verschiedenen kosmischen Zeitaltern aufbauten und zerstörten. Die Azteken wiederum erzählten von den Quinametzen, einer Rasse von Riesen, die während der vorherigen Sonnen oder Welten der aztekischen Kosmologie existierten. Diese Riesen waren Teil der Schöpfungsgeschichte und spielten eine Rolle beim Bau großer Monumente und Pyramiden, die später von den Menschen übernommen wurden. Nach aztekischen Legenden trugen die Quinametzen eine wesentliche Verantwortung für die Errichtung monumentaler Strukturen wie Teotihuacan, und einige Geschichten behaupten, dass diese Riesen die Baumeister der präkolumbianischen Welt waren. Diese Vorstellungen betonen die Größe und Macht der Wesen, die in der Vergangenheit lebten, und unterstreichen die Ambivalenz ihrer Rolle als Erschaffer und Zerstörer. Dualität von Schöpfung und Zerstörung in den Riesenmythen. Die Riesen der Mesoamerikaner, wie die Quinametsin, sind auch ein Symbol für die Dualität von Schöpfung und Zerstörung. In der Mythologie der Azteken gibt es Erzählungen über die unterschiedlichen Zeitalter oder Sonnen, in denen Riesen eine zentrale Rolle spielten. Eine Legende beschreibt, wie die Riesen während der 4. Sonne die Erde bevölkerten und schließlich durch eine große Flut ausgelöscht wurden, die die Ära beendete. Diese Zerstörung ist Teil der zyklischen Natur der Welt, in der jede Schöpfung irgendwann untergeht und Platz für eine neue Welt macht. Diese Riesen waren daher sowohl ein Symbol für die unvorstellbare Kraft der Götter als auch für die Vergänglichkeit aller Dinge. Verbindungen zu anderen Kulturen und ihre symbolische Bedeutung. Interessanterweise ähneln die Vorstellungen von Riesen in der Folklore der indigenen Völker Nordamerikas und der Mesoamerikaner denen anderer Kulturen weltweit. Diese Parallelen deuten darauf hin, dass Riesen in vielen Traditionen als Vermittler zwischen Mensch und Natur, zwischen göttlicher Ordnung und chaotischer Wildheit verstanden werden. In vielen Kulturen symbolisieren sie die Grenze zwischen Menschlichkeit und Übernatürlichem und verkörpern oft universelle Themen wie Macht, Stolz, Weisheit und Strafe. Die Legenden der nordamerikanischen indigenen Völker und der Mesoamerikaner zeigen, dass Riesen nicht nur als grausame oder böse Wesen dargestellt werden. Vielmehr sind sie häufig komplexe Symbole für die Herausforderungen, denen sich die Menschheit gegenübergestellt sieht, und für die Naturkräfte, die Menschen respektieren und verstehen müssen. In den Erzählungen der Maya und Azteken beispielsweise sind Riesen sowohl Bauherren als auch Zerstörer, ein Widerspruch, der die zerstörerische und schöpferische Kraft der Götter widerspiegelt und die Rolle der Riesen in einer Welt betont, die immer in einem Zyklus von Erschaffung und Zerstörung steht. Riesen als universelle Symbole. Die Geschichten über Riesen in den Kulturen Nordamerikas und Mesoamerikas verdeutlichen, dass Riesen nicht nur simple Figuren der Angst oder des Chaos sind. Vielmehr sind sie vielschichtige Symbole für Weisheit, Macht und die ständige Balance zwischen Zivilisation und Natur. Diese Darstellungen lassen darauf schließen, dass Riesen in den kollektiven Vorstellungen der Menschheit eine universelle Rolle spielen. Sie sind die Verkörperung jener Urkräfte, die die Welt erschaffen, formen und schließlich zerstören, um den Weg für Neues zu ebnen. Die Überlieferungen zeigen die tiefe Verbindung, die diese Kulturen zur Natur und zur spirituellen Welt hatten, und verdeutlichen, dass Riesen als Hüter dieser Kräfte oft eine Rolle spielen, die über das Verständnis der Menschen hinausgeht.